Hallo, herzlich willkommen und willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Heute schauen wir uns den Pössl Concorde Compact an. Wahrscheinlich das Fahrzeug, was bei 5,40 Meter Fahrzeuglänge den größten Wohnraum und die meisten Sitzplätze im Innenraum bietet. Wie das in dem Fahrzeug umgesetzt wird, das zeige ich euch in diesem Fahrzeug ganz genau. Und dann nehmen wir natürlich auch die Maße und alles andere, was uns sonst noch so interessiert, und schauen in alle Details rein. Bevor wir damit loslegen, denkt dran, hier unter dem Video direkt Kanal zu abonnieren, dann die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft immer informiert werdet, wenn wir neue Videos veröffentlichen. Aber heute viel Spaß beim Pössl Concorde Compact. Bevor wir uns die Sitzgruppe und alles, was den Wagen von innen so besonders macht, genau anschauen, will ich mit euch erstmal eine Runde außenrum drehen und ein bisschen zeigen, welche Details anders gelöst sind bei dem Fahrzeug. Wenn man mal zuerst einen Blick drauf wirft, wir haben hier ein Fahrzeug, das ist ja unschwer zu erkennen, in der Farbe Eisengrau Metallic, die wie ich finde, dem Fahrzeug extrem gut steht. Wobei man auch nicht außer Acht lassen darf, dass das in diesem Fall ein relativ kostspieliger Spaß ist, weil wir einmal die Lackierung für das Basisfahrzeug in Metallic ordern müssen. Dann bestellen wir das Fahrzeug in Wagenfarbe lackiert, das Dach in Wagenfarbe lackiert, also auch in Eisengrau Metallic. Das sind ungefähr 2000 €, also das ist ein relativ knackiger Aufpreis. Dann haben wir Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert, die wir separat bestellen müssen. Und dann haben wir den nochmal mit dem Style-Paket hier, Blackline hier vorne ausgestattet. Das heißt mit dem schwarz glänzenden Kühlergrill und den Scheinwerfer mit dem schwarzen Rahmen. Und wenn man das jetzt aufs Thema Optik noch reduziert, haben wir natürlich auch die großen 16 Zoll Felgen, die man beim Leitchassis als Option dazu bestellen kann, genommen. Das heißt, es summiert sich schon ganz schön auf. Aber wenn man einen Schritt zurücktritt und sich das einfach anschaut, finde ich, steht es dem Concorde Compact ungemein gut. Und es macht ihn noch ein bisschen knuffiger, als er sowieso schon ist. Woher kommt diese Knuffigkeit? Das ist so ein bisschen die Nase. Das ist einfach alles anders. Wenn man sich den kleinen Bruder Vario 545 oder Vario 499 vor Augen holt, vielleicht blenden wir euch einfach jetzt noch mal kurz ein Foto mit ein, dann sieht man, dass die eine ganz andere, die haben ja quasi einen Alkoven, das heißt, die haben hier eine Nase, die relativ weit oben drüber steht, und der Concorde Compact hat eben hier, weil das Bett sich insgesamt ein bisschen weiter in den Innenraum ziehen kann, nur so eine kleine angedeutete Nase. Und damit, finde ich, ist das super harmonisch mit dem Fiat Ducato oder Citroën Jumper, den ich als Basisfahrzeug haben kann. Und das macht insgesamt einfach so ein quadratisch praktisch gut Auto da draus. Von außen drauf geschaut, wir haben bei den H-Line-Autos, so wie bei dem Concorde Compact, hier natürlich immer die Rahmenfenster serienmäßig mit dabei. Wir haben jetzt bei dem Fahrzeug eine Markise mit dran. Die ist natürlich eine Option. Natürlich, wenn man so viel Wert auf Optik legt, dann muss die natürlich auch schwarz sein. Und ja, viel mehr haben wir von der Seite hier eigentlich gar nicht. Wir haben von uns aus noch die Sicherheitsschlösser dran gemacht, damit so ein schönes Auto auch möglichst lange bei den Besitzern bleibt und man möglichst viel Freude daran haben wird. Wenn ihr euch euren Concorde Compact bestellt und konfiguriert, müsst ihr immer darauf achten, das Fenster da oben mit dazu zu bestellen. Das ist nicht serienmäßig, das macht aber im Innenraum des Fahrzeugs natürlich wahnsinnig viel aus. Ja, wenn wir einen ersten Blick hier hinten in den Heckbereich werfen, dann sehen wir auf den ersten Blick, was diesen Wagen im Prinzip von den meisten anderen Fahrzeugen, die wir so vorstellen, unterscheidet. Und zwar gucken wir hier nicht auf das Bett wie bei allen anderen, sondern gucken direkt in die Toilette. Das ist ein super komfortabler Blick, wenn man rückwärts am See steht und auf Toilette sitzt. Ich glaube, komfortabler und mit einem schöneren Blick kann man nicht auf Toilette sein. Aber es bringt natürlich im Innenraum alles andere so zusammen, dass man sagt, ich habe vorne das Dachbett und darunter die große Sitzgruppe, dass der Wagen von innen wahnsinnig groß wirkt, weil die Nasszelle so schön hinten an die Kante geschmiegt ist und damit optisch nichts den Innenraum kaputt macht. Aber das sehen wir gleich, wenn wir im Fahrzeug sind, seht ihr, was ich damit meine. Was ich euch von hier hinten zeigen will, ist, dass obwohl der Wagen so ultra kompakt ist mit 5,40 Meter Länge, wir einen richtig vernünftigen Stauraum haben, der hier hinten unter der Nasszelle noch drunter ist, und das, obwohl wir in der Nasszelle stehen können. Und zwar haben wir hier in der Breite 1,36 und nach oben hin 36 cm. Und das Ganze, ich mache mal hier die Klappe kurz dran, dass wir sehen können, wie
von der Ladekante aus haben wir 75 cm knapp in der Tiefe. Also durchaus ein Fach, wo man Tisch und Stühle wunderbar mit reinbringen kann. Und das eben trotz der ganzen anderen Dinge. Wir haben hier die Leiter mit dabei, die man braucht, um oben ins Bett zu kommen. Oder wenn man sie braucht, um oben ins Bett zu kommen. Und damit kein Raum verschenkt wird, hier vorne noch ein bisschen Stauraum, weil da kann man sicherlich auch Kabel, Wasserschlauch und sonstige Dinge mit einem festen Platz versehen. Wenn man sich den Wagen von der Seite anschaut, fällt einem gleich auf, wir haben zwei Frischwassertankklappen, eine hier und eine da. Das liegt bei diesem Fahrzeug daran, dass der mit Winterpaket bestellt wurde und im Rahmen des Winterpakets erhaltet ihr zwei Frischwassertanks, einen innenliegenden und einen außenliegenden. Da kann man drinnen umschalten, welchen man benutzen will, aber so hat man eben die Möglichkeit, im Sommer die volle große Kapazität Serientank plus Zusatztank zu benutzen und im Winter, wenn man sowieso seltener im Fahrzeug duscht, einfach ein bisschen weniger Frischwasser zur Verfügung zu haben. Das dafür aber da 100% frostsicher in der Sitzbank hier vorne mit drin. Deswegen die beiden verschiedenen Klappen außen dran. Ansonsten, was gerade wenn man im Winter viel unterwegs ist, eine Besonderheit ist, bei den H-Line-Autos geht das nicht. Überall beim Concorde Compact können wir die Dieselheizung von Truma bestellen. Das heißt, hier habt ihr die volle Auswahl zwischen Gasheizung, Dieselheizung und beides wahlweise kombinierbar mit einer Elektrounterstützung, dass man auch mit 230 Volt heizen und Warmwasser zubereiten kann. Das hier ist nicht serienmäßig. Das ist ein zusätzliches Fenster für die Sitzgruppe. Seht ihr gleich von innen, muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden, macht den Wagen von innen doch noch mal eine ganze Ecke lichter und luftiger. Dafür hat man keine Ecke, wo man sich so ein bisschen versteckt hinfläzen kann. Aber das sehen wir gleich im Innenraum, was euch am besten gefällt. Und ansonsten eben die normalen Fenster und der Wagen hat echt viele Fensterfläche von innen, was das insgesamt vom Raumgefühl super hell und schön macht. Und wie das im Detail von innen aussieht, da würde ich vorschlagen, schauen wir jetzt mal rein. Und dann zeige ich euch, wie riesig der Wohlfühlfaktor und wie groß die Sitzgruppe ist. Ja, so schick sieht ein Concorde Compact von innen aus. Einfach ein Fahrzeug, was wahnsinnig großzügig ist, weil wir eben diese zwei Sitzbänke gegenüber sitzend haben. Und normalerweise ist ja in fast allen Kastenwagen so, dass ihr die Fahrersitze dreht und diese Sitzbank quasi eine Sitzgruppe zusammen mit den Fahrersitzen bildet. Das Tolle, was dadurch passiert, ist, dass man einfach unendlich viele Möglichkeiten hat, sich hinzusetzen. Und man kann sich wirklich aussuchen, worauf habe ich denn heute mal Lust. Sitze ich lieber hier hinten in der Ecke? Da kommt dann auch die Frage, wollt ihr dieses Fenster zusätzlich mit haben oder will man das als Ecke zum Reinfläzen haben? Schnapp mir hier meine Zeitung. Oder sitze ich lieber hier am Tisch, schnibbel ein bisschen, habe hier noch eine kleine Arbeitsfläche, komme perfekt an die Küche ran, mache mir das hier richtig gemütlich. Oder will ich vielleicht gar nichts damit zu tun haben und sitze lieber ein bisschen abseits und beobachte, was sonst so in meinem riesengroßen Auto unterwegs ist? Oder mache ich es mir hier gemütlich in der Sitzgruppe, lehne mich zurück und habe einen wunderschönen Ausblick nach außen und kann den Strand, an dem ich stehe, mir ganz genau anschauen. Oder, und ich glaube, das ist tatsächlich mein fast favorisierter Platz, mache ich es mir hier vorne gemütlich, habe einen Blick nach außen, kann da rausschauen und kann gleichzeitig schauen, wie mir meine frischen Cocktails in der Küche gereicht werden. Sage, ja, hier bitte, kann losgehen. Oder sitze ich einfach während der Fahrt hier zu zweit nebeneinander auf den mit den Dreipunktgurten und fahre hier einfach komfortabel und habe einen schönen Blick nach vorne. Alles in allem seht ihr, es gibt unendlich viele Möglichkeiten und jeder findet hier seinen Wohlfühlplatz, wo das ist. Und es gibt ja auch noch das Bett und man kann auch noch auf Klo sitzen. Das haben wir uns jetzt ja noch gar nicht angeschaut. Das ist bestimmt auch gemütlich.
Bevor wir uns im Detail mit den ganzen schicken Lösungen, die hier drin sind, befassen, noch einmal anzuschauen. Gucken, wir haben hier einen normalen Tisch in der Sitzgruppe, knapp 55 in der Breite, knapp 82 in der Tiefe. Und was in diesem Fahrzeug wahrscheinlich der Rekordwert für alle Zeiten sein wird, ist unser Referenzmaß von der Nasszellenwand bis zur B-Säule hier vorne 2,3 Meter ungefähr. Wir haben das ja auch immer zur Rückenlehne gemessen. Da kann ich jetzt wegen der zweiten Rückenlehne gar nicht messen. Da ist ungefähr 1,80. Spielt ja bei einem Fahrzeug, wenn man es so großzügig hat wie hier, sowieso keine so entscheidende Rolle. Jetzt einfach nett ist. Und das, was die Leute von dem Concorde Kompakt so überzeugt, ist, glaube ich, dass man einfach Fahren und Wohnen relativ klar trennt und sich abends an einem normalen Tisch in einer normalen Sitzgruppe gegenüber sitzen kann. Dafür kauft man halt sich ein Auto, was einen halben Meter länger ist, weil so einen ähnlichen Grundriss könntet ihr ja mit dem Pössl Vario 499 auch haben. Der ist ja auch Sitzbank, Küche, Aufteilung genauso wie hier, nur dann mit dem etwas größeren Dach und eben Fahrer- und Beifahrersitz in die Sitzgruppe integriert. Ja, wenn ihr euch hier umschaut, wir sehen, dass wir wahnsinnig viele gemütliche Lichter haben. Wir haben die Ambientebeleuchtung hier drin, wir haben die Lesespots oben. Es ist wirklich, obwohl es draußen ein düsterer grauer Tag ist, hier drin gemütlich und hell. Und das kommt unter anderem auch daher, dass wir mit dem Holzdekor Eiche Kupferbohrer, so wie das hier drin ist, und dem Mindoro als Polsterstoff, glaube ich, eine super gemütliche, schlüssige Kombination haben. Und man sagt, jo, da kann man noch mit 3, 4 kleinen Farbtupfern arbeiten. Aber insgesamt ist das stimmig und gemütlich. Gegenüber von der Küche, gegenüber von der Sitzgruppe haben wir die Küche. Und die ist eigentlich, wie sie für so ein Fahrzeug in dieser Größenordnung angemessen ist. Was ganz charmant ist, ist, dass wir halt wirklich hier neben dem Kochfeld nochmal ein 45 mal 50 cm breite Arbeitsfläche haben. Und daneben eben den zugegebenermaßen etwas kleineren, aber mit 2 Gasflammen ausgestatteten Kocher, der natürlich einen kleinen Zünder mit dabei hat. Und hier das Waschbecken, was eben auch zum Reinigen als eine Einheit sich super gut eignet. Wem das ein bisschen zu wenig Stauraum ist, der kann hier mit einem Handgriff sich noch die zusätzliche Arbeitsfläche rausholen, und zum Abstellen eignet sich sicherlich auch der Tisch hier daneben, sodass man insgesamt hier richtig gut klarkommt. Das, was an so einer Aufteilung natürlich auch schön ist, ist, dass alles irgendwie in Griffweite ist. Also man steht so mitten im Fahrzeug drin. Wir haben im Küchenblock hier die normalen Schubladen. Jetzt würde man sagen, da müsste doch eigentlich eine Besteckschublade sein. Das ist so ganz klassisch Schublade in der Schublade. Hier oben eine schöne große Besteckschublade und darunter nochmal eine zweite Schublade. Und dann haben wir hier eine große und darunter, da sind jetzt noch eine zweite Größe, die sogar noch ein bisschen weiter rausgeht. Da sind jetzt nur meine Füße im Weg. Und hier anschließend hinten dran einmal ein richtig schöner Stauraum, der so zur Küche gehört. Und darunter nochmal ein Fach, was hier richtig, steckt mal meinen Arm rein, damit ihr es sehen könnt, richtig schön tief ist. Und an der vorderen Kante, quasi vor den Radkasten, der von außen dran ist, kann ich eben auch Flaschen reinpacken. Bei den meisten anderen Haarline-Autos haben wir hier den Frischwassertank. Dadurch, dass der jetzt bei dem Fahrzeug ja wie gesagt in der Sitzbank und Unterflur ist, habe ich hier nochmal ein richtig schönes Staufach. Das ist so der Küchenbereich. Und dann habe ich oben, eben, das ist auf beiden Seiten sind das die gleichen Schränke, nochmal 2 richtig große Schränke auf jeder Seite. Und auf der Fahrerseite nochmal die Fächer, die hier zusätzlich sind, die auch unendlich viel Kleinkram wegschlucken. Achtet drauf, das ist die Ambientebeleuchtung, bestellt euch die mit, weil wenn der Rest aus ist, der hier drumherum ist, macht die wirklich eine ganz gemütliche Stimmung. Bei dem Fahrzeug haben wir zusätzlich noch das MIDI-Heki über der Sitzgruppe bestellt. Also die beiden seitlichen Fenster sind Serie, aber das haben wir separat bestellt. Da ist sonst 40 x 40 eine kleine Dachhaube. Und wenn man nämlich jetzt muss Chris nur seinen Kopf einziehen, das Bett mit einem Handgriff runterzieht, und das ist das, was ich immer toll finde, obwohl das Bett gebaut ist, obwohl ihr da oben jetzt, ich sag euch das nur mal kurz, eine Höhe über der Matratze von gut 63 cm habt, kann ich hier unten drunter, ich kann noch ohne mich richtig groß zu verrenken rausgehen und vor allem komfortabel sitzen. Und das macht dieses Multifunktionale von dem Auto so aus, dass man einfach, einer kann liegen bleiben, der andere kann hier schon was kochen, Frühstück zubereiten oder einfach auch rausgehen oder arbeiten. Und auch wenn abends früher jemand ins Bett geht,
bleibt die Sitzgruppe vorne alles genau so, wie ihr das haben wollt. Und das finde ich super gemütlich. Ich gehe jetzt mal hoch und messe das Bettenmaß und dann treffen wir uns da oben gleich wieder. Ja, hier oben, wie gesagt, haben wir eben schon gemessen. Hier vorne etwas mehr als 60 cm Kopffreiheit. Das wird nach hinten zum Fußende ein bisschen weniger. Aber durch die relativ kompakte Dachform geht es gar nicht so steil runter, sondern bleibt bis relativ weit hinten hoch. Das Tolle ist aber vor allem, dass das Bett einfach lang ist. Wenn wir hier wirklich mal vom Matratzenende nach da hinten messen, ihr seht ja den Laserpunkt, haben wir 2,6 Meter hier und ich habe ja nach hier keine Begrenzung. Das heißt, selbst wenn ich mal irgendwie mich ausstrecken muss oder ein Ellbogen raushängt, dann passt das eben auch noch da wunderbar hin. Und auch in der Breite haben wir hier, na, da ist der. In der Breite haben wir 1,66 hier vorne, also auch ein richtig amtliches Bett. 2,5 Meter mal 1,66, das habe ich zu Hause zum Beispiel nicht. Gepaart ist das Ganze mit einem schönen Lattenrost, also punktelastisch, dass man da auch richtig gut drauf liegen kann. Und tagsüber, morgens könnt ihr einfach das Dach nehmen, Decken, kann alles drauf liegen bleiben. Hebt das nur ein bisschen an und die Dämpfer fahren das im Prinzip nach oben und je nachdem, wie weit man es nach hinten haben will und was hier oben drauf liegt, bleibt hier halt noch richtig Raum, um Decken und alles drauf zu lassen. Und für die dicken Kopfkissen und alles ist ja da vorne noch der Hohlraum, wo auch alles hinpasst. Was ihr nicht sehen könnt, hier oben ist eine kleine Ablage, wo man alles, was man im Bett braucht, einfach reinschmeißen kann. Ich sage mal, eine Lesebrille, das Buch, den E-Book-Reader oder sonstiges. Und was ich auch super praktisch finde, ist, dass wir hier oben noch die kleinen Ablagen links und rechts haben. Ja, haben wir auf beiden Seiten, musste ich doch direkt noch mal kurz hinter mich gucken, ob da auch eine ist. Und so kann man sich das eben richtig gemütlich machen. Ob ihr euch das auf Klo auch richtig gemütlich machen könnt, schauen wir jetzt noch mal. Auch hier hinten haben wir richtig viel Raum. Ich bin ja wirklich etwas größer und breiter als die meisten, aber ich habe vor meinen Beinen hier noch richtig Platz. Ich habe nach links und rechts ordentlich Raum und kann mich hier vernünftig bewegen, so dass ich wirklich auch eine Zeitung lesen könnte. Ich könnte zum Beispiel mir die Pössl-Preisliste schnappen und auf Klo noch mal ganz in Ruhe gucken, was ich mir denn Schönes konfiguriert habe, mir genau die technischen Daten anschauen und würde dabei sehen, welche Maße der hat. Nochmal für euch zur Verdeutlichung. Wir haben hier 5,42 Meter Außenlänge, wir haben 2,5 Meter Breite, 3,12 Meter in der Höhe und ja, das sind die wichtigen Sachen da und ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,3 Tonnen serienmäßig, so wie er hier steht, aber 3,5 Tonnen. Damit man eine Idee für die Preisgestaltung bekommt für so ein Fahrzeug, so wie der Grundpreis eines solchen Fahrzeugs als Fiat Ducato mit 120 PS ist knapp 45.000 Euro, also 44.999. Aber wir haben jetzt hier halt eben Automatik, großen Motor, Metallic-Lackierung, Solaranlage, Dieselheizung, CP Plus Bedienteil für die Heizung. Ihr seht ja, eine sehr lange Liste, die mit dabei ist, so dass unterm Strich für so ein Fahrzeug ungefähr 70.000 Euro zusammenkommen. Dann haben wir aber wirklich bis hin zum großen Wechselrichter und vernünftigen großen Batterien alles mit dabei, was man irgendwie braucht. Also es ist durchaus ein hochpreisiges Fahrzeug, aber es erfüllt dafür eben auch einen ganz bestimmten Zweck. Und die Grundidee, einen Kastenwagen zu nehmen, das Dach aufzuschneiden und ein eigenes GFK-Dach drauf zu bauen, ist leider Gottes nun mal die aufwendigste und dementsprechend auch teuerste, ein Auto oder ein Wohnmobil zu bauen, weil wir eben nicht auf einen fertigen Blechkastenwagen zurückgreifen, sondern ein eigenes Dach gefertigt wird und das wird ja nicht in so großen Stückzahlen gemacht und damit ist die Kalkulation bei den Herstellern eben anders. Deswegen gibt es auch nicht so viele Varianten, weil die meisten Hersteller bei den kleineren Serien eben scheuen, den Aufwand eines großen GFK-Daches mit zu betreiben. Ja, wenn ich aber hier auf Klo sitze, muss ich ganz klar sagen, das ist echt viel Raum. Und was ich total schön finde, ist das neue Waschbecken, was jetzt im Modelljahr 21 mit dazu kommt. Das ist schön von der Formgebung, das ist sauber drin. Wir haben einen neuen Wasserhahn mit einer separaten Mischbatterie und der Duscharmatur, die hier in der Wand ist. Dadurch habe ich das alles irgendwie optisch sehr aufgeräumt. Und dem aufmerksamen Beobachter von euch wird nicht entgangen sein, dass wir noch gar nicht am Gaskasten vorbeigekommen sind. Das liegt daran, dass wir Platz für 2x11 Kilo Gasflaschen hier mit drin haben. Das ist für dieses Fahrzeug natürlich zu viel, weil der ja nur eine weil er die Dieselheizung hat und einen Kompressorkühlschrank und wir mit Gas nur kochen. Da sind 2x11 Kilo würde ja von jetzt bis, keine Ahnung, die nächsten 6, 7 Jahre wahrscheinlich reichen. Deswegen werden wir diesen Gaskasten nochmal umbauen,
dass da nur 2 kleine 2,8 Kilo Gasflaschen reinpassen. Dann hat man immer eine Reserveflasche dabei und mit einer Flasche kommt man wahrscheinlich schon richtig gut und lange aus. Hier oben drüber, da können wir auch noch mal einen Blick reinwerfen, haben wir einen richtig schönen Spiegelschrank, der auch sehr viel schluckt. Und wenn ich jetzt noch mal kurz aufstehe und wir einmal hier hinter mich schauen, haben wir hier noch mal einen richtig schönen Kleiderschrank. Das heißt, es ist wirklich alles vorhanden. Und ihr müsst euch dabei immer wieder vor Augen rufen, 5,40 Meter Fahrzeuglänge, eine Sitzgruppe für 4, ein großes Doppelbett. Wir haben die Stehhöhe noch nicht gemessen. Und Stehhöhe hier hinten sogar über 2 Meter. Und da vorne sowieso. Wir können uns das, glaube ich, heute sparen, das mit einem Lasermesser zu messen, weil es einfach überall ausreichend ist. Ich bin 1,92 Meter und habe Schuhe an. Und es liegt noch die Einlegematte in der Wanne drin. Das heißt, wir haben hier echt ausreichend Raum. Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck vom Pössl Concorde Kompakt aus dem Modelljahr 2021 gewonnen. Ich finde es immer wieder ein faszinierendes Auto. Auf jeden Fall macht er Dinge komplett anders als andere Fahrzeuge. Und ich bin gespannt, ob er euch genauso gut gefällt wie mir. Schreibt das ruhig in die Kommentare. Bleibt uns treu, schaut auch die nächsten Videos. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Tschüss.